Auf Konzerten war ich immer so mit der Gitarre, also die falsche Gitarre, aber das war tatsächlich ein Regenschirm. Aber dann, als ich in Kalabrien war, im Süden von Italien, habe ich die Gitarre von meinem Großvater genommen und ich habe ein paar Noten gespielt, aber natürlich war ich nur ein Kind und ich war nur 9. Und meine Eltern haben mich gefragt, ob ich Gitarrenunterricht bekommen wollte, und ich habe natürlich ja gesagt. Statt 3 oder 4 Jahren plus 2, wir hatten direkt 10 Jahre. Und man konnte früh anfangen, also während der Schule. Also mittags gab es die Schule, nachmittags gab es die Hochschule. Ja, ich war 3-mal oder 4-mal in Berlin als Tourist, und ich habe die Stadt, die Atmosphäre, die Welt von Berlin geliebt. Und ich finde, dass Berlin eine unvergleichbare Stadt ist. Gibt es dieses Wort? Ja. Wow. Und ja, also es gibt keine Stadt wie Berlin in Italien. Also alle Städte sind schön, alle Städte haben Geschichte, aber jetzt finde ich, dass Berlin fast meine Heimat ist. Ich habe Campo von Abel Carlevaro ausgesucht, weil ich schon seit langer Zeit dieses Stück aufnehmen wollte. Und der Grund ist, weil dieses Stück nicht so oft gespielt wird, und ich finde, dass ich eine neue Interpretation, etwas Neues sagen konnte. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video diese Idee gegeben habe. Also ich finde dieses Stück sehr emotional, sehr intensiv und sehr gefühlvoll. Und wir haben dieses Video morgens früh aufgenommen. Alexanderplatz ist immer voll der Leute und ganz viele Frenesie gibt es da. Frenesie. Hektisch. Ja. Und, aber morgens früh war Alexanderplatz wirklich leer. Man konnte diese traurige und melancholische Atmosphäre fühlen. Und das passt gut mit Campo. Deswegen habe ich diesen Platz auf diesem Zeitraum, also auf dieser Zeit gewählt. Eines Tages hatte ich meine Gitarre und ich habe etwas gespielt, und es gab Regnen gegen das Fenster, und dann habe ich plötzlich angefangen, Campo zu spielen. Und ich habe es gemerkt, dass dieses Stück irgendwie mich beeindruckt hat.
man kann mit Gefühle auch besser die Musik interpretieren. Und seitdem habe ich dieses Stück mit anderen Augen gesehen. Und ich habe angefangen, immer dieses Stück in meinem Repertoire zu halten. Und ich habe mich nicht interessiert, dass dieses Stück zu einfach ist oder nicht technisch ist. Aber ich finde, dass Musik zuerst Gefühle geben muss. Und das ist am wichtigsten. Und dann kommt die Technik, dann kommt wie ein spielt, aber die Wahl der Stücke ist am wichtigsten. Ich studiere hier in Berlin seit einem Jahr. Ich habe nämlich September 2016, ja, letztes Jahr angefangen. Und danach bin ich dieses Jahr in Berlin geblieben. Und jetzt habe ich meine Aufnahmeprüfung an der Hans-Eisler Musikhochschule bestanden. Und jetzt bin ich ein tatsächlicher Student hier in Berlin. Und ich freue mich darüber. Ja, also das ist auch eine Geschichte. Ich habe dieses Fahrrad gekauft, weil ich wusste, dass in Berlin man ein anderes Ticket kaufen muss, wenn man ein Fahrrad auf der U-Bahn haben will. Aber das ist nicht der einzige Grund. Das ist auch sehr gemütlich. Und ich kann mit einer Hand mein Fahrrad halten. Und das ist sehr praktisch. Ist sehr edel. Die U5 ist Friedrichshain und Berghain und Brandenburg bis zum Brandenburg. Aber die U8 ist Berlin. Die U8 ist berlinerisch. Berliner. Ja, ich finde Deutsch einfach schön. Also, das klingt nicht so hart, das ist nicht wahr. Und das ist toll, weil natürlich fast alle können Englisch verstehen, aber Deutsch nein. Deutsch nicht. Dann auch die Grammatik mag ich. Generell nicht nur deutsche Grammatik, aber ich habe wirklich viel Interesse daran. Und so, wenn ich die Möglichkeit habe, Deutsch zu reden, mache ich immer. Und auch wenn ich vielleicht manchmal banal bin, aber das ist nur der Anfang und ich kann nichts dagegen machen. So.